Es ist soweit. Ich ziehe wieder aus meinem schicken Hotel aus, hier aus meiner kleinen Wohnung. Ja, ich habe das alles gepackt, deswegen stelle ich es mal kurz vor, wie viel oder wie wenig, je nachdem, wie man es sieht, ich da eigentlich immer auf dem Rad mit mir rumschleppe und in der Regel ja immer draußen bin, sofern das also nicht doll regnet. Ne? Also bei wenig Regen bleibe ich dann auch nachts draußen. Also hier drin ist Regenjacke, Regenhose und Trikot mit Armling. Also wenn ich schnell an Wärme will, mich ein bisschen wärmer anziehen will, das ist hier von Sea2 Summit eine mittelpreisige Isomatte. Also reicht mir eigentlich, man kann das kompakter machen und aber dann geht der Preis recht schnell hoch. Denn halt mein kleines Six Moon Design Luna Solo, ein kleines Einmannzelt, einschalig. Ja, hier, das ist noch nicht kompress, das ist mein Down-Schlafsack. Ja, ja, bin ich richtig zufrieden. Da bin ich schon viele, viele Jahre. Der müffelt zwar schon, weil ich mich nicht traue, ihn zu waschen. Danach sind die meistens nicht mehr wirklich gut oder die werden nie so wie vorher. Dann natürlich hier mein Helm. Ja, dann weiter eine Rolle Toilettenpapier habe ich ja immer mit dabei. Das ist meine Bib-Shorts. Also die Radhose, die ich dann, wenn ich lange Strecken fahre, anhabe. Die habe ich in so einem kleinen Sack drinne. Und das ist immer, wenn ich schlafe gern auf dem Bauch, mein Kopfkissen. Das ist meine gesamte Garderobe. Also ich habe jetzt gerade eine kurze Hose an und ein T-Shirt und der Rest, also eine lange Hose, dann so ein Vlies, mit dem man ein bisschen Wärme bekommt, wenn es dann kühl wird. Und genau, und noch eine weitere kurze Hose, falls meine nass wird. Und 2 Unterhosen sind da drin. Ne? Das ist also meine gesamte Wäsche. Und wenn ich im Zelt auf dem Rücken liege, irgendwie was noch mache auf dem Handy, dann ist das beides zusammen halt mein hohes Kopfkissen oder so. Und das also ist in so einem Netzstoffbeutel drin, den ich zuziehen kann. Und der kommt immer oben auf die, ja, man sagt da manchmal Arschrakete, also auf die Satteltasche, die hinten am Sattel angehängt ist. Da kommt das oben drauf. Es wiegt auch nicht viel. Klamotten sind sehr leicht. Ist Merino oder das andere ist so ein Filz. Ich habe da nur einen Hut, falls, also so eine Mütze, Radfahrermütze mit kleinen Schirm. Aber ja, also wenn die Sonne zu doll knallt, habe ich die dann auf. Ja, wenn man schnell, wenn es kalt wird, habe ich so ein Tuch, so ein Schlauchtuch. Könnte man den Kopf mit schützen vor Wärmeverlust oder abends Mückenschutz, so ein kleiner Mückenschutz, wenn man frei schläft ohne Zelt. Denn so ein Packsafe, da ist dann mein Geld drin, die Kreditkarten und der Pass. Und also das, was ich halt auf keinen Fall verlieren will, hängt da, also teilweise auch in der Nacht ist das Ding immer um mich rumgebunden. Ja, und dann habe ich hier so einen kleinen alten Rucksack, der zerfällt schon mehr, als dass er hält. Also jetzt ist das Ding leer, da ist nicht viel drin. Ich habe immer so ein paar Gummiringe, dass man hier die Sachen kompakt zusammenschnüren kann oder ans Fahrrad machen kann. Und das ist so, na okay, meine Technik noch, also ein zweites Handy. Falls das mir mal entwendet wird oder ich verbummel oder verliere, kaputt geht jetzt sowas, dann filme ich ja gern, habe hier eine GoPro, dann Vorlicht und Rücklicht, dann habe ich hier so einen Flutscheinwerfer drin, den kann ich mir oben auf den Helm packen. Ja, dadurch, dass ich halt viel nicht an Steckdosen schlafe, 2 Akkus, also einmal 30.000 mAh und der hat 10.000, glaube ich. Habe ich also 40.000 mAh Stunden 5 Volt Akkus dabei, um Lampen und vor allen Dingen Handy nachzuladen. Habe dann hier noch so eine faltbare Solarzelle, die ich nehme, wenn die Sonne also wirklich gut kachelt. Genau, das Medizin, mein Schwindelzeug, was ich unterwegs bekommen habe. Dann habe ich ja immer so ein bisschen ja, also Essen mit, was ich, wenn ich Hunger kriege auf dem Rad, dann schnell einsetzen kann. Also hier so Riegel sind immer klasse. Vor allen Dingen, die sind in dieser Food Pouch, also diese runde Tasche am Lenkrad sind die befestigt, dass ich da schnell ran kann. Und vor allen Dingen auch Regen und Hitze, das können die eigentlich alles ab. Die schmelzen dann vielleicht ein bisschen und dann sind die aber abends wieder hart. Dann habe ich noch ein paar Kekse. Und ja, Bananen habe ich eigentlich immer, wenn ich
unterwegs bin, weil das gibt auch gute Mineralien und schnell Power. Ja, das ist also alles. Und habe dann noch am Fahrrad habe ich diese Aerobars, da schnalle ich dann diese 3 Dinger an, plus das Essen kommt in die Food Pouches. In der Rahmentasche ist oft die Elektrik, das Zeug, wo ich immer wieder abends dann ran muss. Und im Rucksack ist dann so ein bisschen Essen, dieses Zeug. Und vor allen Dingen hier dieser Kram. Sieht aus wie Müll, für mich aber recht wichtig. Also genau, das Ladegerät habe ich noch. Und genau, also weil das sind Tüten, weil das Zeug ja nicht wasserdicht eingepackt ist. Und diese Tüten, die ziehe ich mir dann vorne über den Lenker, wo ja die Dinger sind, dann sind die trocken. Und die Satteltasche hinten, da ist ja das Ding drauf. Das ist nicht wasserdicht. Die ist nicht mehr wasserdicht. Die habe schon ein paar Jahre im Einsatz. Da sind keine Löcher drin. Und dann ziehe ich mir halt dann so eine Tüten da vorne und hinten über die Satteltasche und dann ist das dicht. Und dann hat auch das Spritzwasser von unten, was da dabei ist, immer. Ja, und die anderen Tüten sind dann auch, das ist die Zeltunterlage. Immer so eine Art Einmalurlaubsware. Nach 8 Wochen ist es meistens dann so müffelig und zerrissen. Ja, dann habe ich noch größere Müllsäcke, mit denen ich im Zelt notfalls schnell alles sichern kann. Dann habe ich mir, wenn ich unterwegs mal so Papier bekomme, das nehme ich mit. Das ist dann so meine Art Tischdecke unterwegs, wenn ich da irgendwie was esse, wo ich Essen irgendwo hinlegen möchte. Oder auch irgendwelche normalen Plastiktüten, die man immer wieder irgendwie beim Einkaufen bekommt, bewahre ich mir dann auf einen Augenblick. Und da ersetze ich mich notfalls drauf, wenn ich dann irgendwo auf Felsen oder was Schmutzigerem dann unterwegs bin. Ja, noch ein paar Brillen, ein bisschen Kleinzeug. Genau, das habe ich noch in der Frameback, also zwischen dem Rahmendreieck oder im Rahmendreieck, dann so ein kleines Tütchen mit Reparaturzeug und dass ich den Schlauch notfalls einziehen kann, falls mir meine Dichtmilch da rausgeht und ich dann keinen Druck mehr in die Reifen bekomme. Ja, also das ist das Zeug, was ich auf dem Fahrrad immer mit mir führe.